Wir schreiben das Jahr 2024, in welchem Bethesda gerade mit einem zweiten Patch, nachdem erst kurz vorher der sogenannte Next-Gen-Patch für Fallout 4 praktisch eine komplette Mod-Szene an die Wand gefahren hat und dies laut den Fans einer Kriegserklärung mit ungewissem Ausgang gleichkommt. Mit dieser vollkommen sinnlosen Aktion beendet das mittlerweile zu Microsoft gehörende Unternehmen damit den Mega-Hype, der erst kurz vorher durch die Amazon-Serie entstanden ist, im Bruchteil einer Sekunde. Also lasst uns lieber wieder unseren Pip-Boy zücken und da weitermachen, wo wir im ersten Teil aufgehört haben, nämlich zur Sternstunde des Franchises im Jahr 2008 mit dem Release des großartigen Fallout 3. Where will you be when the atomic bombs fall? You can secure your family's future by reserving a spot in a state-of-the-art underground vault from Vault-Tec. That's right, Bob. Act now, and your family can wait out the horrors of nuclear devastation. And Doris, the vault will have all the amenities of your modern-day home, and it's attractive. Fallout 3 hat im Jahr 2008 bereits eine bewegende Entwicklungsgeschichte hinter sich, weswegen das Spiel viele erst gar nicht auf dem Zettel hatten. So wurde der Titel bereits 5 Jahre vorher unter Interplay erstmals angekündigt und hatte dann mit dem damals vorgestellten Konzept sowie den eigentlichen Vorgängern auf den ersten Blick nicht mehr viel gemeinsam. Allerdings konnte man schon damals erahnen, wo die Reise durch den neuen Rechteinhaber in Form von Bethesda hingehen könnte, welcher 2 Jahre vorher mit The Elder Scrolls 4 Oblivion mehr als nur ein Ausrufezeichen setzte und die gleiche Engine, übrigens bis heute, auch für Fallout zum Einsatz kommen sollte. Denn an diesem schicksalsschweren Tag, als Feuer vom Himmel regnete, fielen die gigantischen Stahltore von Vault 101 ins Schloss, um sich nie wieder zu öffnen. Hier wurdest du geboren. Hier wirst du sterben. Denn Vault 101 wird nie jemand betreten und nie jemand verlassen. Der dritte Hauptteil der Serie spielt anders als seine Vorgänger an der Ostküste der USA im verstrahlten Washington DC und lässt sich dabei erstmals aus der Ego-Perspektive erleben, was einem grafischen Quantensprung gleichkommt. Dabei hat Fallout 3 einen bemerkenswerten, grandiosen Spielstart, der euch zunächst als Kind im Vault 101 heranwachsen lässt und ihr so im Laufe eures Erwachsenwerdens eure Charaktereigenschaften bestimmt. Schlussendlich macht sich euer Protagonist dann ins Ödland auf, um dessen Vater zu finden. Eine Storyline, die euch aus der Fallout-Serie sehr bekannt vorkommen sollte. Fallout 3 ist ein Meisterwerk und vor allem ein Riesenspiel, mit dem man eine ganze Reihe an Videos füllen könnte, was für unseren Rückblick aber zu weit führt. Falls ihr stolzer Besitzer eines Amazon Prime-Accounts sein solltet, könnt ihr euch Fallout 3 noch bis Ende Mai 2024 kostenlos einsammeln. Where the big horners roam, where the mole rat and Bereits 2 Jahre später legte Obsidian Entertainment mit Fallout New Vegas sogar noch einen drauf. Das 2010 erschienene Fallout lässt euch in die Rolle eines Kuriers schlüpfen, der mal eben angeschossen auf einem Friedhof verscharrt wurde. Ohne Erinnerungen an die vergangenen Ereignisse sucht ihr fortan im fiktiven New Vegas nach euch selbst sowie einem verlorenen Paket, welches ihr ursprünglich ausliefern solltet, und werdet so in immer verzwicktere Machenschaften und Konfrontationen hineingetrieben. Fallout New Vegas basiert auch zum großen Teil auf der erdachten Geschichte für das damals gestartete Projekt Van Buren, was wiederum daran lag, dass man sich bei Obsidian viele der ehemaligen Interplays/Black Isle-Entwickler ins Boot holte. Trotz zweier super erfolgreicher Serienableger wurde es hier wieder ruhiger um die Serie, da man bei Bethesda alle Ressourcen auf die Elder Scrolls 5 Skyrim legte, bevor man im Geheimen mit der Arbeit an einem noch ambitionierteren Fallout startete.
Doch bevor man Fallout 4 im November 2015 veröffentlichte, brachte man als eine Art Appetizer ein halbes Jahr zuvor Fallout Shelter auf den Markt. Die Erstveröffentlichung erfolgte hier für iOS und wurde später auf alle gängigen Geräte bis hin zur Nintendo Switch portiert. In Fallout Shelter ist es eure Aufgabe, einen eigenen Vault aufzubauen, diesen Stück für Stück zu verbessern und mit mehr Bewohnern zu füllen. Speziell die ersten Versionen waren ein super gelungener Zeitvertreib und taten genau das, was vom Spiel erwartet wurde, nämlich den Hype auf Teil 4 ins Unermessliche steigern. Allerdings wurde mit späteren Versionen immer weiter an der Monetarisierungsschraube gedreht, weswegen das Spiel immer weiter in Richtung Pay-to-Win umgebaut wurde, was zu Beginn noch gar nicht der Fall war, weswegen sich ein Blick in die finale Version eigentlich nicht mehr lohnt. So schade. Fallout 4 startet ähnlich kreativ wie seine Vorgänger am Tag des jüngsten Gerichts 2077. Mit dem Fall der Atombomben kann sich eure Familie gerade noch rechtzeitig in Vault 111 retten, indem sie in einen Kryoschlaf versetzt werden und so 210 Jahre überdauern. Alles kann sich in nur einem einzigen Moment verändern, ob man bereit ist oder nicht. Das war nicht die Welt, in der ich leben wollte. Aber es war die, in der ich leben musste. Je nachdem, ob ihr euch für die Mutter oder den Vater entschieden habt, wird kurz vor eurem Erwachen das andere Familienmitglied von Raidern getötet und euer Baby entführt. Die Suche nach eurem Sprössling bildet somit die Hauptquest und den roten Faden durch die Story. Neu ist, dass der eigene Spielcharakter erstmals selbst eine eigene Stimme bekommen hat und ihr dank des Minecraft-Hypes erstmals Siedlungen gründen bzw. wieder aufbauen könnt, um so die neu eingeführten Minutemen anzuführen. Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen und die gemeinsame Zukunft zu bestimmen. Du bist ein Mann ohne Zeit, aber nicht alles ist verloren. Dieser Feldzug wird kostspielig sein. Aber am Ende werden wir die Menschheit vor ihrem größten Feind bewahren. Es war dann 3 Jahre später, als Bethesda 2018 dem Hype um Online-Rollenspiele hinterherjagend ein zusammengeschustertes Fallout 76 auf die Spieler losließ. Die Idee war, die Spieler nach ihrem Aufenthalt im Vault 76 auf ein leeres Ödland loszulassen und dieses wieder aufbauen zu lassen. Dieser Plan ging aber komplett in die Hose. Durch den Sandbox-Ansatz und den Verzicht auf NPCs war das neue Ödland zu Beginn vor allem eins: leer. Erst 2 Jahre später konnte mit dem Wastelanders Add-on die meisten Lücken geschlossen werden, um durch Fraktionen, NPCs und neue Questlines dem Spiel etwas Leben einzuhauchen. Aber in den Bergen geht etwas vor sich. Es kommen Leute von außerhalb. Sie kommen, um zu bleiben. Du kommst aus einem der Vaults, oder? Wir sind in Gefahr. Es sollte aber nochmal 4 Jahre dauern, bis Fallout 76 über eine funktionierende Spielerzahl verfügte, was aber kurioserweise mit dem Spiel selbst nichts zu tun hatte. Denn 2024 veröffentlichte Bethesda in Kooperation mit Amazon die Fallout TV-Serie, die wie eine Atombombe einschlug und die Serie wieder ins Gedächtnis der Fans zurückholte. Was folgte, waren Rekordspielerzahlen für alle Fallout-Teile und der Wunsch nach einem 5. Serienteil, welcher aber laut Bethesda erst nach The Elder Scrolls 6 für ca. 2030 geplant sein sollte. Eine Zeitspanne, die Microsoft, welche mittlerweile Bethesda aufgekauft hatte, natürlich nicht hinnehmen wollte und aktuell nach Möglichkeiten sucht, diesen Zyklus deutlich zu beschleunigen. Der aktuelle Schlusspunkt für Fallout ist der sogenannte Next-Gen-Patch für Fallout 4, den Bethesda offensichtlich völlig überfordert mit dem so nicht erwarteten Hype um die Serie auf den Markt geschmissen hat. Dieser sollte primär das mittlerweile 9 Jahre alte Spiel für die Next-Gen-Konsolen optimieren und einige Grafikverbesserungen mitbringen. Er brachte aber vor allem einen totalen Crash der über 9 Jahre aufgebauten Modding-Community mit sich, welcher auch sämtliche Speicherstände zerstörte, die auf Mods aufbauten.
Ganz übel traf es die sehr ambitionierte Overall-Mod Fallout London, die nur wenige Stunden später erscheinen sollte und so erstmal wieder auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste. Ausgang ungewiss. Denn eins hat sich über all die Jahre eben auch nicht geändert, denn nicht nur Krieg bleibt immer gleich, sondern auch Bethesda. Bethesda bleibt ebenfalls immer gleich. Krieg. Krieg bleibt immer gleich.